Hallo allerseits und willkommen zur Bausatzbesprechung des römischen Legionärs aus dem 3. Jahrhundert nach Christus von Alexandros Models im Maßstab 54 mm bzw. 1:32. Eigentlich ist der Titel dieses Figurenbausatzes deutlich spezifischer, wie man hier vorne auf dem Packungsbild auch sehen kann, aber das war mir als Einleitungssatz einfach zu sperrig. Dargestellt ist hier ein Legionär der 30. Legion Ulpia Victrix Pia Fidelis während der Schlacht am Harzhorn im Jahr 235 oder 236 nach Christus. Über die Schlacht am Harzhorn habe ich Anfang des Jahres eine kurze Dokumentation veröffentlicht, denn ich habe mich mit dem Thema ein bisschen beschäftigt und im Dezember letzten Jahres habe ich auch eine kleine Wanderung über das Schlachtfeld unternommen. Wenn euch die Dokumentation interessiert, dann findet ihr hier oben in der Ecke den Link dazu oder auch in der Videobeschreibung. Ich persönlich finde die Schlacht am Harzhorn sehr interessant und möchte mich damit dann eben auch modellbauerisch befassen, und da kommt mir diese Neuerscheinung hier gerade recht. Die 30. Legion wurde von Kaiser Trajan im Jahr 105 nach Christus gegründet und bestand ungefähr 400 Jahre lang. Zunächst trug die Legion nur den Namen Ulpia, was sich auf den Gentilnamen des Kaiser Trajans bezieht, also seinen römischen Familiennamen. Später kamen dann noch die Ehrennamen Victrix, die Siegreiche, und Pia Fidelis, die Treue und Loyale, hinzu. Im 3. Jahrhundert war diese Legion in Castra Vetera stationiert, das heißt heute Xanten. Nun aber zurück zur Figur. Hierbei handelt es sich zu meiner großen Überraschung um eine Resinfigur. Ich habe schon mit einigen Figuren von Alexandros zu tun gehabt, aber die waren alle bisher aus Zinn gefertigt, und da dachte ich dann hier eben auch, dass es wieder eine Zinnfigur sein würde. Vorne auf der Schachtel haben wir zwei Fotos der bemalten Figur, natürlich extrem professionell bemalt. Das ist auf jeden Fall Wettbewerbsniveau, da werde ich nicht rankommen am Ende. Mir ist auch aufgefallen, dass sich diese Figur sehr stark orientiert an einer Abbildung, die ich hier in diesem Buch gefunden habe. Das hier des Maximinus Thrax habe ich auch schon mal vorgestellt in einem geschriebenen Artikel, und da ist hier eben genau ein Legionär dieser Einheit auch abgebildet, und ich würde mal sagen, das ist ja nahezu identisch von der Ausrüstung her. Da haben wir hier im Text auch jede Menge Informationen, wo man den Helm ausgegraben hat und alle anderen Dinge auch. Also das ist jetzt nichts Erfundenes, sondern das basiert eben auf archäologischen Fundstücken, und daran orientiert sich diese Figur. Also die historische Genauigkeit ist da durchaus gegeben. Das 3. Jahrhundert nach Christus war sehr chaotisch, also aus historischer Sicht ist da nicht viel überliefert in geschriebener Form, aber man hat jede Menge archäologische Fundstücke, und das ermöglicht uns eben so einen Legionär ziemlich detailgetreu zu rekonstruieren. Die Verpackung ist typisch für solche Figuren im Maßstab 54 mm oder auch für den Maßstab 75 mm. Das ist jetzt nichts Ungewöhnliches. Wir haben hier so einen Karton. Da ist dann jede Menge Polstermaterial drin, und hier sehen wir die Resinteile, teilweise hier eben auch eingetütet, und die großen Teile liegen hier so lose bei. Bauanleitung liegt keine bei, das ist eigentlich auch typisch. Der Zusammenbau erklärt sich ja auch mehr oder weniger von selber. Ja, gut, dann packe ich das noch weiter aus für euch, und dann schauen wir uns die Teile nacheinander näher an. So, hier habe ich alle Bauteile der Figur mal ausgebreitet. Insgesamt sind es 19 Teile. Das ist doch relativ viel für so eine kleine Figur, wobei da auch 5 Bauteile auf den Sockel entfallen. Das ist doch ziemlich beeindruckend. Bin ich mal gespannt, wie sich das dann jetzt detailmäßig zeigt. Fangen wir mal mit dem Kopf an. Hier sehen wir das Gesicht. Sehr ausdrucksstark, wie der gerade brüllt. Die Pose deutet ja an, dass der gerade im Vorgehen ist, also im Angriff. Das passt auch ganz gut, wenn der da seinen Kriegsschrei ausruft hier.
sehr schön detailliert, also da fehlt sich gar nichts. Die Augen sind sehr klar definiert, auch der Mund, man kann auch die Zähne erkennen. Dann ans Gesicht angegossen sind hier auch schon diese Wangenklappen des Helms. Ja, hier hinten ist ein kleiner Anguss. Der ist auch gut gewählt, nachdem ja da später der Helm draufgeklebt wird. Also da muss man es jetzt nicht so genau nehmen. Und dann hat der hier noch sein typisches Halstuch, was eben noch, sage ich mal, den Bereich zwischen Rüstung und Helm so ein bisschen abdeckt, sage ich mal, als Schutz. Ja, dann der Helm. Ja, das passt jetzt hier natürlich nicht ganz genau wegen dem Anguss hier, aber so soll es dann in etwa mal aussehen. Ja, ist eine sinnvolle Aufteilung. Ja, auch wunderbar detailliert. Macht einen sehr guten Eindruck. Und hier noch der Federbusch, oder ja, kann auch ein Rosshaarbusch sein, das weiß man nicht so genau. Wahrscheinlich Rosshaar. Ja, das ist optional. Muss man nicht verwenden, kann man aber. Nachdem ja die Schlacht am Harzhorn ein Hinterhaltsgefecht war, würde ich mal sagen, dass die Legionäre da nicht unbedingt Zeit hatten, ihre ganze Prunkausstattung dann auch noch zu befestigen. Normalerweise hat man das abmontiert und nur für Paraden verwendet oder wenn eben an dem Tag auch eine Schlacht angesagt war. Aber bei einem Hinterhaltsgefecht glaube ich nicht, dass da die Soldaten sich die Zeit genommen haben. Aber es liegt bei, man kann es auf jeden Fall verwenden. Also der Resinguss macht hier einen sehr guten Eindruck. Ich kann hier keine groben Mängel erkennen. Machen wir weiter mit dem Oberkörper. Ja, hier sehen wir sehr fein detailliert die einzelnen Ringe des Kettenhemds. Auch mit so einem gewissen Faltenwurf, sage ich mal. Diese Kettenhemden waren meistens relativ weit geschnitten, weil man da ja auch meistens noch drunter irgendwas getragen hat, weil ja das Kettenhemd an sich ja nur der Schnittschutz ist. Man braucht drunter natürlich noch eine Polsterung, also ähnlich wie beim Motorradhelm. Nur die harte Schale allein bringt einem nichts, sondern man braucht da auch eine Polsterung. Ja, deswegen sehen die Herren, wenn sie ein Kettenhemd tragen, immer ein bisschen übergewichtig aus. Ja, macht auf jeden Fall einen guten Eindruck. Dann trägt er hier auch so einen Mantel. Wie ihr wisst, bin ich da normalerweise nicht so ein Fan davon, weil ich finde, dass ein Mantel im Gefecht nicht sonderlich Sinn ergibt. Aber hier passt es schon, weil das ja ein Hinterhaltsgefecht war und die Kolonne der Römer auf dem Marsch überfallen wurde. Und daher würde ich mal sagen, ist es auf jeden Fall sinnvoll. Ja, das Teil passt auch ganz gut. Und der Mantel an sich, ja, sieht direkt dramatisch aus, wie der da hier über die Schultern fällt. Ja, hier ein kleines Luftloch. Kann man aber leicht zuspachteln und verschleifen. Ja, und auch sonst ist hier so ein bisschen was zum Versäubern. Kleine Angüsse und ja, hier die Trennnaht. Aber nichts Dramatisches. Zeigt sich auf jeden Fall auf hohem Niveau. Dann haben wir hier noch die beiden Arme. Das ist hier der Schwertarm. Der trägt hier noch eine Panzerung, die sogenannte Manica. Hier aus diesen Eisenringen. Kennt man eigentlich eher von den Gladiatoren, aber das hat so um das Jahr 100 auch seinen Weg in die römische Armee gefunden. Der andere Arm ist nicht geschützt, das ist ja der Schildarm. Da haben wir hier auch diesen Zapfen, wo dann das Schild später montiert werden kann. Oder der Schild heißt es ja eigentlich, wird da montiert. Ist ja kein Verkehrsschild. Ja, die Finger. Ja, ich würde sagen, das ist ausreichend detailliert. Und ja, ein bisschen was zum Versäubern ist immer da. Hier zum Beispiel ein Angusspunkt und auch eine Trennnaht. Aber ich sag mal, das bewegt sich hier im üblichen Rahmen, wie man es bei jeder
Resinfigur hat und auch bei Kunststofffiguren. Weiter geht's mit dem Unterleib und den Beinen. Da haben wir auch hier wieder das Kettenhemd und auch die Unterkleidung schaut hier raus, beziehungsweise noch diese Lederstreifen. Da weiß ich jetzt die Bezeichnung nicht auswendig. Auch ein Schnittschutz und Polsterung. Ja, der Gürtel auch sehr fein detailliert. Also das kann sich echt sehen lassen. Hier oben haben wir ein bisschen was zum Versäubern, kleiner Anguspunkt. Deswegen passt da auch der Oberkörper, wie rum gehört es eigentlich? So rum, glaube ich. Der passt jetzt da nicht so genau drauf, wegen diesem Anguspunkt. Ja, hier dann diese zerrissene Hose, sieht auch sehr spektakulär aus, ist auch sehr fein ausgeformt. Und das ist natürlich eine Sache, die kann man aus Zinn so nicht nachbilden. Zinn muss immer ein bisschen dicker ausgeformt sein, sonst hält es einfach nicht. Und Resin ist da einfach wesentlich dankbarer als Material. Deswegen finde ich, dass Resinfiguren im Moment auf jeden Fall ja, mehr Potenzial haben. Ja, ein bisschen Fischhaut hier, ja, bröselt ewig. Ja, hier auch Fischhaut und ein bisschen Grat, Trennnaht hier. Das ist ein bisschen unangenehm an der Stelle hier. Aber lässt sich machen. Ja, und dann noch die Sandalen. Extrem fein detailliert, also da vermisse ich kein Detail. Also die sehen ja wirklich aus, als ob man die gleich selber anziehen könnte. Ja. Macht einen sehr guten Eindruck, die Qualität ist hoch. Also ich kann hier keine Mängel erkennen, die mich irgendwie stören würden. Abgesehen von den kleineren Versäuberungsarbeiten, die man eigentlich immer hat. Weiterhin bekommen wir hier noch die Waffen und hier auch noch zwei Fibeln oder Broschen. Damit soll dann der Mantel zusammengehalten werden. Liegt hier als Einzelteil bei. Das finde ich doch ganz auffällig. Ist auch wirklich extrem filigran. Ja, dann hier das römische Langschwert, die Sparta. Eigentlich ein Kavallerieschwert gewesen, wurde aber im Laufe der Zeit auch bei der Infanterie viel verwendet. Ja, bisschen Fischhaut hier drin, aber das stört mich nicht weiter. Detailmäßig auf jeden Fall sehr schön. Hier dann der Dolch, Pugio, ja, der hat ein bisschen mehr Fischhaut hier dran. Ja, das muss man dann vorsichtig von diesem überschüssigen Material befreien. Aber prinzipiell detailmäßig ist der auch sehr hübsch. Ja, und dann hier noch der Speer oder Lanze. Lanze ist es eigentlich, Speer wirft man und das hier ist auf jeden Fall eine Lanze. Bin ich mal nicht so ein Freund davon, wenn sie das aus Resin fertigen, weil diese Teile, wie man hier auch sehen kann, nur selten gerade bleiben. Jetzt wurde hier natürlich der Versuch unternommen, innen drin so ein Stück Draht einzugießen. Sieht man, hat nicht so gut geklappt. Erstens mal schaut es hier hinten noch raus und zweitens ist die Lanze trotzdem schief. Aber das gibt dem Ganzen natürlich ein bisschen mehr Stabilität und man kann dann auch versuchen, das entsprechend wieder hinzubiegen. Denn ja, Resin ist ein bisschen flexibel und der Draht ist auch flexibel, also man kann das dann schon ausrichten. Aber ich bin da nicht so richtig ein Fan davon. Ich vermute mal, dass ich das ersetzen werde. Also ich nehme die Lanzenspitze und höhle hier die Hand aus und den Schaft. Ja, da baue ich mir dann meinen eigenen aus ein Stück Messing zum Beispiel. Ja, die Hand, ja, die ist schön detailliert. Die ist natürlich auch wesentlich auffälliger als die Hand am
Schildarm, wo wir uns angeschaut haben, die war okay, aber die hier an der Lanze, die ist wirklich sehr, sehr schön und naturgetreu. Der Schild ist hier vom ovalen Typ, Scutum genannt. Normalerweise assoziiert man die Römer immer mit diesen rechteckigen, gebogenen Schilden. Davon war man zu diesem Zeitpunkt schon abgekommen und diese ovalen oder runden Schilde waren da sehr typisch und gängig. Die wurden dann auch sehr aufwendig bemalt. Da hat man in Dura Europos sehr schöne Beispiele ausgegraben, wo man die Bemalung noch sehen kann. Also da kann man sich auf jeden Fall total austoben. Ja, dann sehen wir hier auch ein bisschen so Beschädigungen von Schwerthieben und so weiter. Das finde ich sehr schön umgesetzt. Hier wie so dieser Lederbezug weghängt. Das ist echt sehr cool. Passt auch ganz gut, nachdem ja die römische Armee, als eben die Schlacht am Harzhorn stattfand, auf dem Rückweg war von dem Feldzug. Also die hatten da schon, sag ich mal, mehrere Gefechte schon hinter sich. Daher passt es auch ganz gut. Ja, hier an der Seite ein kleiner Anguss. Nichts weiter Dramatisches. Und auf der Innenseite sehen wir hier diese Holzlamellen. Auch sehr schön detailliert, sehr scharf. Hier auch mit dem mit der Holzmaserung dabei. Also das ist wirklich ganz toll. Und was oft auch ein Problem ist, ist, dass diese Schilde oft so ein bisschen verbogen sind, wenn man die aus Resin fertigt. Aber hier sieht es eigentlich ganz gut aus. Also da fehlt sich nichts. Und zu guter Letzt noch der Sockel. Da bekommen wir hier den Sockel an sich mit so einem durchgehauenen Schild und 4 Pfeile. Ja, also die Figur passt hier wirklich wunderbar drauf. Wenn man das verwenden möchte, spricht auch eigentlich nichts dagegen. Ja, hier noch ein römischer Schild, so gespalten, sage ich mal. Puh, da weiß ich gar nicht, was passieren muss, dass man so ein Schild durchhaut. Aber ja, ich würde es mal nicht ausschließen, wenn da so ein entsprechender Axtmörder da um die Ecke kommt, so ein germanischer, dann kann das vielleicht schon mal passieren. Aber ich finde es ein bisschen übertrieben. Aber gut. Ja. Und dann haben wir hier noch diese Pfeile. Das ist natürlich extrem, wenn man das aus Resin fertigt. Also detailmäßig ist das natürlich der Hammer. Aber das ist natürlich schon sehr, sehr bruchgefährdet. Und wie man sehen kann, die Pfeile dann auch wirklich gerade hinzubekommen, ist nicht einfach. Also, ja. Gut, wie will man es sonst machen? Also, wenn man nur Resin zur Hand hat, ja, dafür ist es auf jeden Fall gelungen. Und wir bekommen ja auch ein bisschen mehr Pfeile, als man vielleicht eigentlich braucht. Ja, passt auch sehr gut eben zu einer kleinen Hinterhaltsszene, denn auch die Germanen haben natürlich mit Pfeil und Bogen geschossen. Ich finde, diese Figur ist wieder ein hervorragendes Beispiel dafür, wie gut Resinfiguren heutzutage sein können. Also was die Details betrifft und auch die Versäuberungsarbeiten, da kommt momentan eigentlich wenig ran. Vielleicht der 3D-Druck, aber das steckt ja auch noch so ein bisschen in den Kinderschuhen. Daher würde ich sagen, momentan ist es noch so, dass aktuelle Resinfiguren wirklich das Maß der Dinge sind. Der Figurenbausatz zeigt uns aber auch, wo die Limits liegen bei Resin. Vor allem dünne Teile wie Pfeile oder Lanzen lassen sich damit einfach schwer darstellen, weil diese Teile einfach leicht verbiegen oder bruchgefährdet sind. Da ist dann der Modellbauer gefragt, wie er sich damit eben arrangieren will. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Ich persönlich neige dazu, diese Teile eben durch Metall zu ersetzen, also Messing oder Stahl entsprechend. Die hohe Qualität und auch der Aufwand bei der Fertigung schlägt sich dann natürlich auch beim Preis nieder. Der Figurenbausatz kostet hierzulande ungefähr 32 €. Das ist natürlich schon ziemlich happig. Also ich kann mich noch daran erinnern, so vor 10, 15 Jahren konnte man so eine Zinnfigur zum Beispiel in dem Maßstab für, sagen wir, zwischen 12 und 18 € konnte man die haben.
War damals schon viel, heute sind wir beinahe beim doppelten Betrag. Nun, was habe ich mit der Figur vor? Das kann ich euch ja schon mal verraten an der Stelle. Ich möchte mich auch modellbauerisch mit der Schlacht am Harzhorn befassen und da ist es natürlich ein sehr guter Anfang, aber es gibt von Alexandros auch noch hier einen Feldzeichenträger, der da gut dazu passt. Soll auch hier am Harzhorn gewesen sein. Ja, und dann habe ich auch noch 2 Zinnfiguren, die da von der Epoche genau dazu passen, von Soldiers. Also insgesamt 4 Figuren. Ja, kann ich so einen kleinen Ausschnitt eben darstellen aus der Schlacht am Harzhorn. Ist mit Sicherheit ganz spannend. Ja, schauen wir mal, wann ich dazu komme. Ich habe vor, das vielleicht noch diesen Sommer in Angriff zu nehmen. Gut, damit wären wir am Ende dieser Bausatzbesprechung. Ich hoffe, ihr fandet das Ganze interessant und informativ. Ja, und damit verabschiede ich mich wieder. Bis zum nächsten Video. Euer Hamilcar Barkas.